Steile Felsen, schwindelerregende Höhen, zitternde Knie und atemberaubende Ausblicke auf die grandiose Harzer Berglandschaft. Also das, was noch übrig geblieben ist. Da muss man erst mal hochkommen. Ich nehme euch heute mit auf eine Boulder- und Klettertour quer durch den Harz. Kinderleicht, haben sie gesagt. Schirke am Fuße des Brockens. 500 Einwohner, 120 Kilometer Wanderwege drumherum und ganz viele Felsen. Es geht steil bergauf und es ist ganz schön kalt. Wir sind im Harz unterwegs, wollen euch sehenswerte Ausflugstipps zeigen und wir wollen klettern und bouldern. Und da ich da überhaupt keine Ahnung von habe, ist er mit dabei, ein echter Harzer Kletterprofi, Ralf. Und Ralf, erzähl uns mal ganz kurz, wo führst du uns denn heute hin? Ja, also wir gehen jetzt zu den Schnarcherklippen und Mauseklippen hier in Schirke, dann noch zum Großvaterfelsen nach Blankenburg und dann noch ins Okertal. Das klingt sehr, sehr gut. Und was es mit diesen lustigen Kästen hier auf sich hat, die wir hinten am Rücken tragen, das erklärst du uns auch gleich. Das Ganze ist eine 2-Tagestour, das heißt fürs Wochenende oder in der Woche 2 Tage, die ihr dann ganz einfach nachmachen könntet. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Kennt ihr euch mit Klettern oder Bouldern aus? Dann schreibt uns doch einfach mal die perfekten Orte im Harz oder in Deutschland dafür hier in die Kommentare. Und für alle anderen gibt es die wichtigsten Tipps hier von Ralf. Ralf? Ralf! Das ist meine erste Herausforderung heute, die Mäuseklippen. Hier will mir Ralf das Bouldern beibringen. Das ist quasi Klettern ohne Seil in 4 Metern Höhe, also perfekt für Anfänger. Die Ausrüstung hat Ralf für mich mitgebracht und ihr könnt sie euch ganz einfach ausleihen. Was brauchen wir alles zum Bouldern? Wir haben hier schon diese wunderbaren Matten. Genau, die braucht man, um den Untergrund zum einen gerade zu machen, wenn ich drauf springe, dass ich nicht umknicke. Also desto höher ich komme, desto dicker muss die Matte wahrscheinlich auch sein. Wäre günstig, wenn man aus größerer Höhe runterspringt. Dann sind es die Schuhe, und, um die Hände trocken zu halten, Magnesium. Und einen heißen Tee. Oder Glühwein. Zum Komfort kann sich jeder selber auswählen. Heute mit Sicherheit ein bisschen was Warmes in der Thermoskanne. Ja, dann gehen wir mal ran an die Wand, würde ich sagen, oder was? Genau. Also das ist unser Ziel, da oben zu stehen. Genau. Okay. Ich würde das mal vormachen. Also man guckt, wo sind gute Griffe. Und so das. Das sieht relativ einfach aus, aber ist es nicht. Wo stand ich denn jetzt? Was ist denn so ein typischer Anfängerfehler? Also ich habe ja wahrscheinlich jetzt schon den einen oder anderen gemacht, aber das geht schon ganz vorne los, dass man sich die Sache vielleicht nicht präzise genug anschaut. Ja, man muss wirklich erst mal ein bisschen überlegen. Es ist fast so ein bisschen wie so eine kleine Choreografie, die man sich merken muss. Das ist 100% richtig erkannt. Den rechten Fuß ein kleinen Stück höher. Ein kleines Stück hoch und rein. Super. Ja! Das ist ein schönes Gefühl, wenn man es geschafft hat am Ende. Man fühlt sich wie Rocky in dem Film, der oben angekommen ist. Jetzt bin ich bereit für alles. Ralf, jetzt können wir die großen Kletterwände angehen. Also ganz schön kalt an den Händen hier im Winter draußen an der Felswand. Wem das ein bisschen zu kalt ist, kann natürlich auch drinnen bouldern. 10 Kilometer von hier ist Braunlage, da gibt es eine ganz neue Boulderhalle. In Dessau-Roßlau kann man das wunderbar im Zuckerturm machen oder in Magdeburg in der Blockschmiede. Oder ihr guckt euch einfach die Hinreisenfolge von meinem Kollegen Daniel Tautz an. Der war nämlich hoch hinaus unterwegs in und um Halle. Na, wo sind wir hier? Rund 300 Meter von den Mäuseklippen entfernt sind die Schnarcherklippen. Schon ein bisschen gewaltiger und rund 25 Meter hoch. So Ralf, ich habe jetzt hier einen Kompass, aber hier gibt es eine Besonderheit an diesem Felsen. Der funktioniert nämlich nicht richtig. Ja, na, da muss man ganz genau hingucken, denn im Prinzip funktioniert er, wenn ich hier drauf gucke, schon, weil da ist eigentlich ein Norden. Aber wenn wir den mal Richtung Felsen halten und hier drauf gucken, sehen wir auf einmal, da ist Norden hinter uns, völlig woanders. Woran liegt das? Na, hier ist in dem Granitgestein Magnetit eingelagert, so ein Erz, und das lenkt die Kompassnadel ab. Na, gut, dass wir die Felsen auch so gefunden haben. Also, rauf da, geht hier übrigens auch ganz ohne Klettern.
Also Ralf, schnarchlangweilig sind die Klippen nicht. Warum heißen sie denn dann Schnarcherklippen? Das ist so, dass wenn der Wind in einem bestimmten Winkel durch diese beiden Felsen hier durchweht, macht das so ein schnarchendes Geräusch, sagte man. Okay, ich höre jetzt noch nichts, aber wahrscheinlich ist es nicht windig genug. Wir gehen mal noch ein Stück höher, vielleicht hören wir es da. Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du immer auf so einem Berg dann oben drauf stehst und wieder eine Tour geschafft hast? Ja, also eigentlich ein fantastisches Gefühl. Es ist egal, wo die Tour ist auf dieser Welt. Hier bin ich zu Hause, hier kenne ich viele Routen und das macht mir unheimlich Spaß, jeden Tag wieder rauszugehen, zu klettern und oben anzukommen. Ich habe das ja eben auch schon so ein bisschen gemerkt, wenn man da so die ersten Wände hochgekraxelt ist, auch wenn es nicht weit war, aber wenn man oben angekommen ist, das ist ein echt gutes Gefühl. Und wer sich nach dem Klettern ins Wintergetümmel stürzen will, mein Tipp: Schlittschuhlaufen in Schirke. Da gibt es in der Feuerstein-Arena eine überdachte Eisfläche. Schlittschuhe kann man sich ausleihen oder die eigenen mitbringen. Eisstockschießen, eine Eislaufschule und eine Eisdisco zum Warmtanzen gibt's auch. Im Sommer kann man in der Arena übrigens auch bouldern und klettern. Das hat fast geklappt. Ich muss noch ein bisschen üben. Kann ich aber den ganzen Tag. 4 Euro kostet eine Person. Wenn ihr eine ganze Familie seid, seid ihr 12 Euro. 2 Erwachsene, 2 Kinder. Und dann könnt ihr den ganzen Tag Spaß haben hier. Ich gehe noch mal ein bisschen Bremsen üben. Zum Beispiel im Parkhaus Winterbergtor könnt ihr euer Auto oder sogar ein Wohnmobil unterstellen. Kostet maximal 10 Euro am Tag. Der Bus hält übrigens auch direkt davor. Nur rund 30 Minuten braucht ihr dann mit dem Auto oder mit dem Bus von Schirke nach Blankenburg an die Teufelsmauer. Und genau hier erwartet mich auch meine nächste Herausforderung. Wir können ihn schon sehen, den Großvaterfelsen. Unsere zweite Station hier in Blankenburg im Harz. Und wir sind 1, 2, 3 zu dritt. Romy stand hier nicht einfach nur rum, sondern ist die Tochter von Ralf. Und Romy, du bist wie alt? Ich bin 11 Jahre alt. Und gehst noch zur Schule? Ja, in die 5. Klasse. 11 Jahre alt und kann schon wesentlich besser klettern und bouldern als ich. Dann probieren wir das mal und du zeigst mir, wie das geht, okay? Okay. Also ich muss sagen, vor der Wand habe ich ein bisschen Respekt. Die sieht natürlich cool aus, aber auch ein bisschen schwieriger als die andere vorher. Welche der 3 Touren machen wir jetzt? Also wir fangen mit dem leichtesten an, logischerweise, also hier drüben. Das ist auch am kürzesten. Hier steigt man bis oben aus, also kann man zumindest machen, oder man kann ein Stück zurückklettern und wieder auf die Matte springen. Und da starten wir wieder aus dem Sitzen. Genau, hier aus dem Sitzen. Aus dem Stehen kann man auch, aber dann klettert man ja nur 2 Züge und ist schon oben. Ne? Also das würde mir natürlich sehr entgegenkommen. Romy, hast du vielleicht einen Tipp, was man am Anfang beachten sollte? Ja, also man sollte auf jeden Fall, wenn man das erste Mal klettern geht und es ist schönes Wetter, dann auf jeden Fall einen sehr, sehr leichten Boulder gehen. Oder es ist halt Scheißwetter, dann in der Boulderhalle und immer mit den Weißen anfangen, weil das ist die leichteste Stufe. Und damit kann man dann auch am besten anfangen. Okay. Würde ich als Tipp so geben. Okay, das sind sehr gute Tipps schon mal. Also wir starten hier unter erschwerten Bedingungen, das habe ich richtig verstanden. Lasst euch nicht vom Winter abschrecken. Bouldern könnt ihr zu jeder Jahreszeit. Nur regnen und schneien sollte es nicht. Geschafft, sehr gut. Super. Wie gesagt, dieses Hüfte ranbringen, ja, mit dem gestreckten Arm, so, und dann hier die Schulter hochdrehen. Das sieht so einfach aus, so, als wäre das überhaupt kein Problem. Shit, jetzt habe ich mir hier auch verletzt. Siehst du es? Ist es auch wirklich ein schwerer Felsen oder stelle ich mich nur einfach ein bisschen an? Na, die Griffe sind groß und es sind viele Griffe da. Das macht es eigentlich einfach. Ich stelle mich also an. Danke, Ralf, dass du es so nett umschrieben hast. Und das soll noch nicht der schwierigste Felsen auf meiner Tour gewesen sein. Ich komme einfach nicht hoch. Kinderleicht, haben sie gesagt. Höher. Nach rechts. Ja. Das Gewicht ganz nach vorne lehnen. Geschafft.
Also weitaus komfortabler ist der Weg zum Gipfel des Großvaterfelsens. Übrigens, parken könnt ihr direkt darunter, ein Restaurant zum Aufwärmen gibt's auch. Oder nehmt euch im Rucksack Tee und Verpflegung mit und picknickt einfach direkt am Berg. Und weil es so schön ist, noch ein Ausflugstipp von mir. Nur eine knappe halbe Stunde vom Großvaterfelsen liegt dieser Felsen hier. Heute ein bisschen im Harznebel versteckt, darauf stehen die Reste der Festung Regenstein. Hier könnt ihr euch mit einer App auf Handy oder Tablet ansehen, wie es auf der Burg vor knapp 300 Jahren aussah. Einfach mal ausprobieren. Also das ist wirklich beeindruckend hier mit der App. Kennt ihr auch so außergewöhnliche Ausflugsziele? Dann schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. In Blankenburg gibt's dann die passende Übernachtung. Vom exquisiten Schlosshotel bis zum Schullandheim. Ich fand das hier ganz ungewöhnlich. Das war mal eine alte Feuerwache. Jetzt eine urige Ferienwohnung. Bis zu 12 Personen haben hier ganz viel Platz. 370 € kostet die Nacht. Mit dem Einchecken bekommt ihr dann automatisch das Harzer Urlaubsticket, das Hattix. Damit fahrt ihr kostenfrei in Bussen und Bahnen ganz nachhaltig durch den Harz. Auch unsere 3 Stationen erreicht ihr so. Na dann, ab ins Bett. Morgen werden die Felsen nämlich noch höher. Zweiter Tag. Jetzt sind wir im Okertal bei Goslar unterwegs. Von Blankenburg seid ihr mit dem Auto in einer knappen Dreiviertelstunde hier. Mit der Bahn sind es rund 90 Minuten. Die B498 führt durch das ganze Tal. Zu den Kletterfelsen kommt ihr dann von den Parkplätzen aus ganz bequem zu Fuß. Das dauert so zwischen 5 und 30 Minuten. Oder ihr wandert einfach immer an der Oker entlang. Das Okertal ist das größte Granitklettergebiet des Harzes. 106 Kletterfelsen gibt es und das hier ist einer davon. Da jagst du mich jetzt hoch. Genau, der Marienwand-Vorturm. Und hier haben wir zu Beginn eine richtig schöne, einfache Route. Du meinst, das kriege ich hin? Da bin ich mir ganz sicher. Oh, das ist Zuversicht, die ich gebrauchen kann. Zumal meine Hände, ich hatte noch nie Muskelkater an den Händen. Das ist das erste Mal jetzt in meinem Leben. So fühlt es sich an. Aber aufwärmen und dann gehen wir da hoch. Los geht's. Sag mal, was kostet so eine Ausrüstung jetzt? So alles, was du jetzt hier dabei hast? Seil, Gurt, Karabiner, Schuhe, Helm? Ja, es kommt darauf an, wie umfangreich man das wählt. So eine Basisausstattung, da ist man wahrscheinlich mit um die 200 € dabei, sage ich mal. Wenn man also Schuhe, Gurt und Sicherungsgerät nimmt, ein Seil nochmal für um die 100 € dazu, je nachdem, wo man klettern geht, kann man da noch mehr ausgeben, wenn man das dann entsprechend braucht. Ist ja aber wahrscheinlich eher so, wenn man es dann auch wirklich schon kann. Wenn man jetzt anfangen will, so wie ich jetzt Anfänger ist, kann ich mich ja nicht einfach an jeden Felsen einfach dranhängen. Wo darf ich denn klettern gehen? Das ist eine gute und wichtige Frage. Man darf tatsächlich nicht überall klettern gehen, sondern nur an den ausgewiesenen Kletterfelsen. Welche das sind, das findet man zum einen mit dem aktuellen Kletterführer eines Klettergebietes raus oder es gibt die Internetseite vom Deutschen Alpenverein, das DRV Felsinfo, da findet man aktuelle Informationen. Und im Zweifel rufen wir dich an. Das kann man auch machen. Ich gebe da gerne Auskunft. So, Paul, als allererstes müssen wir mal das Seil mit dem Gurt verbinden. Dazu müssen wir dich hier einknoten mit einem gesteckten Achterknoten. Das ist einer der ersten Knoten oder der erste Knoten, den man lernen würde, wenn man mit dem Klettern beginnt. Okay. Und du sagst, das ist eine Anfängerwand. Ja. Na gut. Also versuch erstmal links auf diese Absätze drauf zu kommen. Jawohl, das sieht gut aus. Super. Also man merkt auf jeden Fall, dass man echt so nach deinen Anweisungen, nach deinen ersten Tipps schon ganz anders guckt und schon wirklich probiert, wo kann man hin. Und so ein bisschen diese Choreografie, wie wir es genannt haben, schon so ein bisschen verinnerlicht hat, die man sich selber halt so ein bisschen bauen muss. Wo geht's jetzt weiter? Hier so hoch? Es geht beides. Also du kannst es, das ist etwas schwieriger, wenn du links bleibst. Das hier? Genau. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann gehst du einen kleinen Tuck nach rechts und da hoch. Ja, okay. Gehen wir erstmal hier auf die kleine Plattform. Das ist ja noch recht unspektakulär. Oder auch nicht. Kommst du mit, Andi?
Das Gute ist, ich bin hier nicht der Einzige, der kalte Hände hat. Ne? Komm, Fuß hoch bis auf den Tritt. Ja, 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 ja. Wunderbar. Laut. Geschafft! Und wie ist der Blick nach unten? Beeindruckend. Ein bisschen angsteinflößend, weil hoch. Man hat Respekt davor. Keine Angst, aber man hat Respekt davor. Genau, das braucht man noch weiterhin, wenn man klettern geht. Ja, Das hält einen am Leben. Gut, ansonsten kannst du dich jetzt in den Gurt setzen, Ja. lehnst dich nach hinten. So, und wenn du bequem sitzt und der Meinung bist, jetzt soll es runtergehen, dann sagst du ab und dann geht's los mit runterlassen. okay. Tatsächlich ist das gerade der Moment, vor dem ich ein bisschen mehr Angst habe, als hochzuklettern. Aber wir machen das jetzt. Nicht so hoch die Beine. Ja, man muss sich einfach trauen, sich von der Wand wegzudrücken. Ja, Cool, vielen Dank für deine Hilfe. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Sehr zu empfehlen, vor allem mit Ralf. Jetzt bin ich bereit. Nach dem Anfängerfelsen wartet meine größte Herausforderung unserer Tour. Aber da muss man erstmal hochkommen. Denn jetzt wird es noch mal höher und noch steiler. Paul, kommen! Okay. Fast 30 Meter. Das sieht ja erstmal ganz easy aus. Bis hierhin. Die Ecke hier ist jetzt ein wenig herausfordernd. Jetzt stecke ich fest. Oh Mann. Ah ja, und nur so ein Spalt da oben ging, da habe ich jetzt meine Füße so reingesteckt Ja, genau. und mich hochgedrückt übereinander, sodass der untere quasi den oberen so ein bisschen mitgehalten hat. Instinktiv richtig gemacht. Okay, sehr gut. Bis Ralf und ich wieder unten sind, fliegen wir noch mal übers Okertal. Da war ich nämlich an der Okertalsperre. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Hoffentlich bei weniger Nebel. Und mehr Ausflugstipps rund um Goslar und Bad Harzburg haben wir euch unter dem Video aufgeschrieben. Und da ist er wieder. Ralf, beide wieder festen Boden unter den Füßen. Ja. Ich sag dir, Bouldern, Klettern, das ist nicht nur was hierfür, für die Muckis, sondern auch ganz schön was für den Kopf, finde ich. Freiheit finden, an seine Grenzen kommen, aber ich fand auch, es ist ganz schön herausfordernd an der einen oder anderen Stelle und man muss mutig sein, sich so in dieses Seil hängen, Vertrauen haben in seinen Kletterpartner, auf jeden Fall, das gehört dazu. Also von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung zum Nachmachen, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall hier im Harz. Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ja, es hat gerne. mir super viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Und was sagt man, wie wünscht man Glück? Hals- und Beinbruch. Hals- und Beinbruch. Genau. Und wenn ihr jetzt auch Bock habt auf noch mehr Ausflugstipps in Mitteldeutschland, dann lasst doch einfach gern mal ein Abo da. Wir würden uns drüber freuen. Jeden Mittwoch gibt es dann hier eine neue Folge Hinreisend. Ich empfehle euch ja die Folgen von meinem Kollegen Daniel Tautz. Der war rund um Halle hoch hinaus unterwegs. Und von meinem Kollegen Marc Burgemeister. Der war nämlich auch im Harz und hat dort mal den Adrenalin-Check gemacht. Ganz hier in der Nähe an der Rappode-Talsperre. Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei Hinreisend.